Hallihallo und herzlich willkommen zum Unboxing-Video zu diesem schönen Teil hier, dem Lenovo ThinkPad E470. Ich habe gesehen, da gibt es noch nicht viel auf YouTube zu und deshalb habe ich mir gedacht, zeige ich euch den hier mal heute. Der ist gerade eben angekommen und jetzt packe ich den mal aus. So, einmal hier vorne auf und jetzt hier, das ist das Notebook selber wahrscheinlich. Das lege ich mal zur Seite noch kurz. Und hier ist eine Bedienungsanleitung. Interessant, dass es sowas überhaupt noch gibt für Notebooks. Naja, für diejenigen, wo es sich nicht selbst erklärt, was das macht und wie es funktioniert. So sieht die Verpackung aus. Ganz normale ThinkPad-Verpackung. Ich habe das Modell mit dem i5-Prozessor und 8 GB RAM, 256 GB SSD. So, jetzt diese Dinger weg. Hier ist das Notebook selber. Netzteil lege ich mal zur Seite, sondern diese Dinger können auch weg. So, und jetzt kann ich das Ding mal auspacken. Hier ist so eine Art Siegel oder so. Hat aber keinen besonderen weiteren Sinn, soweit ich das sehen kann. Und jetzt tun wir mal die Tasche weg. Und hier ist das schöne Teil. So sieht es aus. Von vorne, von der Seite seht ihr es jetzt schon besser als ich. So, jetzt klappen wir das Ding mal auf. Wow, das geht tatsächlich ziemlich gut. Da ist jetzt noch so ein Tastaturschutz bei gewesen. Das probieren wir gleich nochmal aus. Probieren wir aufzuklappen, ohne den unten festzuhalten. Geht bis auf die letzten 10 cm oder so, geht es richtig gut. So, hier haben wir die Tastatur. Kein zusätzliches Tastenfeld hier rechts, aber das ist natürlich bei der 14 Zoll Variante auch ziemlich klar. Großes Trackpad, das fühlt sich auch ziemlich gut an, glaube ich, so ziemliches Glas-Feeling auf jeden Fall. Ein bisschen höher könnte es noch sein, aber ja, also hier ist der Trackpoint, ganz normal wie bei allen ThinkPads, der rote Punkt, der eine Maus ersetzen kann. Keine Tastatur-Hintergrundbeleuchtung, das ist ein fettes Minus für mich, aber was soll's, mich fragt da keiner. Genau, sonst gibt es jetzt erstmal hier nicht viel Spannendes zu sagen. Ich habe schon gelesen, man sieht die Fingerabdrücke sehr und das scheint wohl auch zu stimmen, weil das hier alles, das ist nicht so eine matte Oberfläche, wie man sie von den älteren ThinkPads kennt, sondern es ist ja alles so ziemlich, fühlt sich so ein bisschen an wie Metall, ist aber kein Metall, sondern Plastik. Auf der Unterseite haben wir hier auch raues Plastik, ganz normal. Auch nichts Besonderes, aber man kann es halt ziemlich großflächig aufschrauben und RAM und eine Festplatte nachrüsten. Das brauchen wir jetzt aber erstmal nicht. Genau, jetzt gucken wir einfach mal, jetzt installiere ich mal Windows und dann zeige ich euch den Rest. So, weiter geht's mit dem Review von dem ThinkPad. Ich habe es jetzt ein paar Tage benutzt, habe auch schon Windows drauf installiert und ja, nochmal hier, so sieht es jetzt aus. Was es wirklich krass anfällig ist, was ich nicht gedacht hatte, war hier oben drauf für Fingerabdrücke. Also wenn man es ein paar Mal aufgeklappt hat, dann zugeklappt hat, dann sind hier krass viele Fingerabdrücke. Ich habe das jetzt auch schon abgeputzt gerade eben, deshalb sieht man es jetzt nicht mehr. Genau, so das Innere, jetzt habe ich hier Windows installiert. Schon mal als kleines Beispiel. So, genau. Akkustand ist niedrig. Über die Akkulaufzeit kann ich aber nur Positives berichten. Also wir haben jetzt, ich glaube, der ist jetzt mit Akku ungefähr 6 bis 7 Stunden gelaufen bei normaler Benutzung. Also ich glaube, das ist auch so die Durchschnittszeit. Wenn man jetzt Videos schneidet oder so, dann dürften es nur 3 bis maximal 4 Stunden sein.
Und wenn man zockt, vielleicht noch weniger. Genau, aber das macht er alles gut mit. Also genau. Die Grafiktreiber muss man installieren, genauso wie diese Touchpad-Treiber. Da beherrscht er ganz normal alle Touch-Gesten, die so jeder gängige Laptop beherrscht. Ich zeige euch das mal hier anhand einem, von einer Homepage. Nehmen wir mal irgendeine x-beliebige. Ja, nehmen wir mal diese Seagate eBay Auktion hier. Da mit zwei Fingern kann man hier ganz normal hoch und runter fahren. Das geht auch ziemlich smooth, also habe ich jetzt nichts auszusetzen. Zwei Finger Zoom geht nicht ganz so gut wie beim MacBook und auch nicht ganz so flüssig, aber an sich auch nichts zu klagen. Das kann jetzt auch hier eventuell an dem auch rauszoomen. Gibt es jetzt nichts zu klagen. Also es ist alles im Rahmen des Annehmbaren. Was mich wirklich begeistert hat, ist das Display hier. Nochmal für euch zum Sehen. Man sieht es auch von der Seite. Das ist hier der große Vorteil gegenüber, also handelt sich ja hier um ein spiegeltes Display. Das ist, finde ich, der große Vorteil gegenüber den Glas-Displays oder diesen glänzenden, dass man hier wirklich von der Seite auch super gut noch vieles lesen kann. Man kann mit mehreren Leuten auf dem Bildschirm gucken. Von der Seite sieht man alles gut. Oben, unten genauso. Ich finde, die Kontraste sind sehr gut. Sehr scharf. Also wir haben hier 1920 mal, wo ist es? Ja, 1920 mal 1080, also Full HD. Das ist natürlich jetzt nichts Herausragendes, kein Retina oder so, aber es ist schon, finde ich, ziemlich scharf und für meine Verhältnisse reicht es auf jeden Fall auch. Ich hatte vorher ein MacBook 2012 und da war die Auflösung noch deutlich geringer. Ich glaube nur HD, wenn überhaupt. Genau, hier seht ihr nochmal den Bildschirm habe ich gerade gezeigt. Hier seht ihr die Lenovo-Seite, die habe ich nur aufgeschlagen, um euch nochmal die Daten zu zeigen. Wir haben hier unten die verschiedenen Modelle. Ich habe hier das mittlere Modell gewählt, habe es noch ein bisschen günstiger gekriegt. Ich glaube, um die 680 Euro kostet das in den gängigen Online-Shops. Der i5 7200 Prozessor, da seht ihr schon bis zu 3,1 GHz im Turbo-Modus. Der ist eigentlich recht gut. Das ist die 7. Generation Intel, also die neueste im Moment. Und zwar die Kaby Lake Generation hat schon nochmal, also die 7. Generation Kaby Lake hat schon nochmal ein bisschen draufgelegt im Vergleich zu der vorigen Skylake. Da kann man auf jeden Fall schon nochmal ein bisschen Leistungszuwachs beobachten. Das ist schon ziemlich stark. Dann die Grafikkarte ist die Nvidia GeForce 940 MX mit 2 GB dediziertem Speicher. Da kann man natürlich auch nichts sagen. Das finde ich ist auch eine ziemlich starke Grafikkarte. Also zum Videoschneiden und für mittlere Spiele aus den letzten 2-3 Jahren dürfte das mittelanspruchsvolle Spiele, ich sag mal so Tomb Raider oder Overwatch auf mittlerer Grafikeinstellung dürfte ungefähr flüssig laufen, so bei 30 Bildern pro Sekunde oder 25. Genau, 4 GB Arbeitsspeicher. Ich glaube, ich habe 8 GB Arbeitsspeicher und man kann aber die auf 16 GB aufrüsten. Habe eine 256 GB Speicherkarte, ist 256 GB SSD drin. Dadurch fährt das Ganze auch ziemlich schnell hoch und runter. Genau, was mich wirklich hier nochmal begeistert, ist dass man hier den Deckel aufklappen kann, ohne dass sich das Ding hier unten hochhebt. Also der untere Teil des Notebooks hochhebt, kennt man ja vom MacBook. Und es können nicht viele Notebooks und auch schon gar nicht in der Preisklasse hier 680 Euro. Die Tastatur, nochmal kurz. Die Tastatur ist wirklich hervorragend, also die kann ich nur loben. Da habe ich am Anfang, also ich muss sagen, wo ich ein bisschen immer noch weine, ist, dass sie keine Hintergrundbeleuchtung hat. Aber muss auch sagen, man gewöhnt sich schneller dran, als man denkt.
Ich finde, das Trackpad könnte noch ein bisschen größer sein, da habe ich ja vorhin schon drüber geredet. Die Multitouch-Gesten gehen ganz normal, wie bei allen anderen gängigen großen Notebooks auch, mit 2 Fingern scrollen und so, die kann man alle auch einstellen. Wie gesagt, könnte ein bisschen größer sein, reagiert aber recht gut und präzise. Ich glaube, hier unten ist ein bisschen labbrig, man kann das hier so reindrücken und dann könnte hier vielleicht Dreck in den Spalt kommen oder so, das weiß ich aber nicht, habe ich auch noch nicht lang genug jetzt beobachtet. Ansonsten diese 2 Tasten hier funktionieren auch sehr gut, linke, rechte Maustaste scrollen und dann kann man ja hier mit diesem Tracking Point in der Mitte auch noch, den benutze ich aber so gut wie nie, aber der funktioniert auch gut. Genau, die Tastatur, die wird ja immer viel gelobt, das ist eine preisgekrönte Lenovo-Tastatur, ist auch super angenehm, also ich kann es nur bestätigen. Hintergrundbeleuchtung hin oder her, das finde ich, da gewöhnt man sich dran, dass sie nicht da ist, aber die Tastatur ist super angenehm, die federn richtig schön zurück, die Tasten, gleichzeitig aber auch super Druck. Also da kann ich wirklich nur Positives zu sagen. Genau, sonst nochmal vielleicht, das war jetzt alles zum Inneren des Notebooks. Hat bisher noch auch keine Mucken gemacht. SD-Kartenleser, funktioniert alles ganz gut. LAN, also ich sag vielleicht nochmal kurz, was er für Anschlüsse hat. Hier Strom, das ist dieser ganz normale gängige Lenovo ThinkPad-Adapter, da kann man auch nicht viel zu sagen. Dann LAN-Buchse, HDMI und USB 3.0 auf der Seite. Oder ist das der USB 2.0 und drüben die 3.0er, glaube ich. Auf jeden Fall hier drüben sind nochmal 2 USB-Anschlüsse. Hier die Kensington Lock-Buchse zum Anschließen in der Bibliothek oder so. Auch das einzige Sicherheitsfeature hier bei diesem Notebook ist eben halt kein High-End Business Notebook, sondern so eher Low-End. Aber irgendwo muss ja gespart werden. Dann hier der SD-Kartenleser und der Headset-Adapter nochmal. Genau, ich glaube, jetzt habe ich soweit alles gezeigt. Ich drehe den nochmal hier einmal rum, damit ihr ihn nochmal beobachten könnt, die Unterseite. Ach so, genau, was man noch sagen kann, ist vielleicht zur Lautstärke. Also ich habe erst gedacht, er ist sehr leise, was Filme gucken angeht oder so. Bei Full-HD-Filmen gibt es überhaupt keine Probleme. 4K macht er keine Mucken, dass er irgendwie anspringt, der Lüfter. Das geht alles dank dem Prozessor schon allein. Wenn der Lüfter aber anspringt, dann finde ich, ist er schon mal erstmal recht laut. Da muss man sich erstmal ein bisschen dran gewöhnen. Also er ist nicht unangenehm laut, aber er pustet dann schon auf einmal ganz schön los. Vielleicht ist da auch noch irgendwas in den Einstellungen falsch. Aber ich finde, er pustet dann schon also man kann sich dran gewöhnen, aber er pustet eben schon. Weil es aber es ist kein nerviges Pusten, es ist ein tieferes. Ja, Rauschen trifft es ganz gut, genau. Es ist echt so ein Rauschen. Und das kann man so oder so sehen, aber mich stört es jetzt nicht besonders. Ansonsten kann ich wirklich nur sagen, für den Preis ein super Notebook, also echt 680 Euro. Das, mit diesen Specs, das haben schon mehrere Review-Seiten festgestellt, das gibt es nicht oft. Also da kann man wirklich nichts sagen. Dafür ein ThinkPad mit allem drum und dran. Super Display, super Tastatur, super Grafikkarte, super Prozessor. Gute, akzeptable Akkulaufzeit, könnten mehr sein, aber ist auch nicht schlimm. Und sonst wirklich, ich finde auch vom Design nicht schlecht. 14 Zoll. Also ich würde es mir jederzeit wieder kaufen. Okay, das war's. Hier so viel zum Notebook. Ich hoffe, ihr habt die Review, ja, euch hat die Review irgendwie ein bisschen Spaß gemacht oder weitergeholfen. Wenn ja, dann liked das Video gern oder teilt es oder so. Und bis bald.